Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal in der Brickworld. Beim zweiten Teil unseres Rückblicks auf die letzten 99 Updates. Update 100 kommt demnächst. Darum dachte ich, wir schauen jetzt einfach mal zurück auf die letzten 99 Updates. Und wer das erste Video schon gesehen hat, weiß, dass wir ungefähr bis zum 16. Episode gekommen sind. Und dann steigen heute bei der 17. ein und schauen uns das Ganze mal so ein bisschen stichprobenhaft mal zusammen nochmal an, wie sich das Ganze entwickelt hat und was ich mir bei so gedacht habe. Und wir starten hier gleich direkt wieder bei der gebogenen Straße. Und zwar habe ich gleich in Episode 17 einen Weg gefunden, wie man auch gebogene Bordsteine bauen kann. Das ist die Technik ungefähr. Habe ich dann später auch nochmal eingesetzt, auch modifiziert deutlich später. Aber damit lassen sich eben Bordsteine recht gut an die gebogene Straße anbinden. An dem Punkt war es schon so, dass die gebogene Straße den finalen Platz eigentlich hatte, den sie jetzt auch hat. Und damals war die Idee noch, dass ich hier eine Art Treppe nach oben baue, weil ich damals noch nicht direkt den Plan hatte, direkt dahinter den Busbahnhof in der Größe und Form zu bauen. Deshalb war eigentlich die Idee, dass hier vielleicht noch Häuser stehen. Später zeigte sich dann aber relativ schnell, dass da gar kein Platz für Häuser ist und deshalb kamen dann auch diese ganzen Treppen weg. Man sieht hier in diesem Speedbild hier diese Plattform, das war so ein Platz, einfach Halter für Gebäude. Das hat sich dann aber relativ schnell erübrigt. Dann gehen wir gleich mal in Episode 18, wenn wir schon mal da sind. In Episode 18 wurde, glaube ich, dann endlich mal das Portal für den Bahnhof vollendet. Das heißt hier, das schauen wir uns gleich mal an, das ist nämlich eigentlich ganz... Ich finde dieses Speedbild von dem Bogen eigentlich relativ cool. Denn dann sieht man mal, wie viele Steine in diesem Bogen drin stecken. Also man braucht da wirklich einiges, um eben diesen schönen Bogen hinzubekommen, den ich unbedingt haben wollte, denn erstens, ich finde, er sieht ganz hübsch aus und zweitens habe ich ja als grobes Vorbild für den Bahnhof, den Nürnberger Hauptbahnhof. Ihr könnt dann nachher mal googeln, dann seht ihr, wie der aussieht. Da hat einen ähnlichen Eingang. Es ist die grobe Vorlage, aber keine 1:1 Vorlage. Und dann sehen wir jetzt hier, wie das ganze Dach aufgesetzt wird. Es hat ein ganz schönes Gewicht, muss man sagen. Also ja, ich bin ganz froh, dass die 4 Halterungen am Ende reichten, um das auszuhalten. Aber man sieht, dass es ja hier auch eigentlich im Prinzip noch an den Seiten ein bisschen aufsteht. Aber da hatten wir dann zum ersten Mal den Bogen fertig. Er steht jetzt sogar an der Stelle, an der er heute auch noch steht. Und ihr seht jetzt echt mal sehr gut, da ist die Skizze von damals. Das ist auch eine schöne Idee. Man sieht hier wirklich gut die Planung. Es entspricht relativ der Planung von heute, außer dass wir hier oben in dem Bereich der Stadtmauer einiges geändert haben und da oben jetzt keine Straße groß drin ist. Aber das ist der finale Platz des Bogens und der ganze Bahnhof hat sich dann dahinter entwickelt. Ist sehr interessant, das mal so nackt noch zu sehen. Es ist ja, wie gesagt, nicht lange her, das war Mitte Oktober. Ja. Dann sehr interessantes Thema, der Aufzug mit Mindstorms. Der erste Teil zum 350 Abonnenten-Special. Lustige Geschichte, eigentlich sollte das 250 Abonnenten-Special sein. Wurde das 350er, weil es einfach zu schnell ging zu dem Moment. Also als die 250 Abonnenten da waren, hatte ich einfach das Video nicht fertig. Aber hier sieht man jetzt schon, dass hier der Aufzug reinkommen soll. Aber ich habe den ja als Prototyp dann erstmal außerhalb der Platte gebaut. Also hier sieht man die allerersten Pläne und Ideen. Also das ist ein Video, das empfehle ich jetzt auch mal jedem, der es gerne mal schauen will, weil da sieht man wirklich mal, wie sich so eine Idee entwickelt. Ist ja mit Mindstorms gebaut. Hier eine sehr, sehr frühe Entwicklung, wie man die Türen öffnen kann. Hier ein zweiter Prototyp. Da kann es nicht, ob die Türen schon per Knopfdruck öffnen. Also da ging es dann erstmal um die Mechanik dahinter. Ja, erster Versuch des Hochziehens. Da war die Idee noch, dass relativ viel von der Konstruktion mit hochgezogen wird. Deshalb haben wir auch ein ziemliches Ungleichgewicht in der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ob man es hier gleich sieht. Lass mal schauen. Naja, schauen wir mal. Hier ist dann schon ein richtig großes Konstrukt entstanden. Man sieht auch, wie die ganzen Kabel da reingehen. Und ich glaube, das da ist dann fast schon der finale Entwurf für den Aufzug. Jetzt natürlich hier extra außerhalb der Platte, einfach um das Ganze besser bauen und testen zu können. Aber das ist, glaube ich, schon der finale Entwurf. Es war übrigens eine Riesenarbeit, dieses Ding da reinzubekommen. Und es funktioniert momentan wieder nicht hundertprozentig, weil sich da drin irgendwas verkantet. Wenn das Ganze umzieht, werde ich dann nochmal rangehen
und dann nochmal ein paar kleine Feinheiten modifizieren, einfach um das Ganze nochmal richtig laufen zu lassen. Weil es funktioniert an sich, ja, aber es funktioniert noch nicht ganz 100%ig, es funktioniert zu 99%ig und vor allem beim Vorführeffekt funktioniert es dann meistens nicht richtig. Deshalb werde ich es erstmal wieder zeigen, wenn es auch wieder komplett gut funktioniert. Dann hatten wir das nächstes, Episode 20, die Baustelle. Aber ich bleibe mal kurz hier. Das ist übrigens die Programmierung des Ganzen im Mindstorms. Und ja, ihr seht, Mitte Oktober, Ende Oktober wurde das gebaut. Bei Episode 20, seht ihr hier drüben, hatten wir dann die Baustelle. Das ist jetzt nicht gerade das höchst interessanteste. 21 war dann wieder mal interessant. Da waren wir bei Bahnhof Episode 6. Ja, inzwischen sind wir gleich bei Episode 29, plus ein paar, die extra dazugehören. Also da war der Bahnhof noch jung und wir waren immer noch an dem Modul mit dem Bogen hier. Ich glaube, da ist der ganze Bereich vorne gebaut worden, genau. Der Taxistand. Das ist an sich bis heute noch relativ unverändert. Ich habe hier nur mal aus den Steinen ganz viele von den Zweiern rausgenommen und, glaube ich, gegen 10er oder 12er Bricks ersetzt, einfach um das bisschen mehr Stabilität zu bringen. Denn ich habe gemerkt, dass wenn man sehr lange Konstruktionen mit den Zweier-Bricks baut, kriegt man das Problem, dass sich da irgendwas ein bisschen ganz leicht verzieht und es auf, je größer das Ganze wird, desto problematischer. Wenn man aber der größere Bricks mit reinbaut, dann halten die das bisschen mehr in Form. Und hier sieht man auch den ersten Entwurf oder den ersten Mal, dass ich das Kopfsteinpflaster baue, das bei mir jetzt inzwischen an vielen Stellen in der Stadt ist. Hatte ich einige verschiedene Ideen, bis es dann zu dem da kam und ich bin bis heute sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Litfaßsäule wurde, glaube ich, hier noch gebaut, genau, das noch mit eigenen Aufklebern. Rammstein, ja, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es wirklich tatsächlich irgendwann mal Rammstein irgendwo in der Brickworld als Auftritt geben wird. Deshalb wurde auch da schon mal angekündigt. Ansonsten, ja, der Joker wird ja immer noch gesucht. Inzwischen wissen wir ja, wo er sich versteckt. Aber ja, das war der Bahnhof noch in seiner sehr jüngeren Zeit. Dann, was hatten wir denn hier? Genau, das 500 Abonnenten-Special hatten wir dann schon Mitte November. Also da ging es dann wirklich Schlag auf Schlag. Und da wurde dann der Aufzug endlich in die Platte eingebaut, was nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Locharbeit bedeutet. Also ich habe die Straße hier nach hinten verlegen müssen. Hier hatte ich jetzt markiert, wie groß der Ausschnitt sein muss für den Aufzug. Und ja, ich glaube, wir sehen es auch bald, dass ich hier anfange durchzusägen. Ja, hier ist schon markiert, die Platte ist schon geschnitten. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Genau, das sind jetzt schon die nächsten Schnitte drin. Hier unten muss dann noch das Brett eingezogen werden für die untere Etage. Aber so fing dann der Einbau des ganzen Konstrukts an. Also da sieht man jetzt schon, wie es vorangegangen ist. Das war tatsächlich mehr Arbeit, als ich eigentlich dachte. Hier habe ich dann gleich noch mit der Beleuchtung mit angefangen. Also da habe ich ja noch das alte System, noch nicht von Illuminator Bricks. Ist okay, aber man braucht in der Hinsicht relativ viel dicke Kabel. Also es ist jetzt nicht schön zu verbauen, wenn man eigentlich keinen Platz hat. Bei Illuminator Bricks, dem System, kann man natürlich Kabel auch schön zwischen Steinen verlegen. Das ist hier jetzt nicht so gut möglich. Aber hier sieht man sehr schön, wie der Aufzug eingebaut wird. Hier liegt die Technik hinter den Kulissen. Also ihr seht jetzt die Stadt sogar von hinten. Da hinten sieht man meinen Schreibtisch. Wie gesagt, die Stadt steht ja bei mir im Büro. Habe ich ab und zu schon mal erwähnt, wenn gefragt wurde, wo die Stadt steht. Und da ist der Aufzug eingebaut. Da noch ohne Verkleidung. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis ich hier oben das verkleidet hatte. Da hatten wir die ganze Zeit noch diese ganzen hässlichen Steine da oben rumstehen. Ja, das war jetzt auch nicht die optimale Lösung. Aber hier sieht man auch sehr schön, dass wir hier immer noch keinen Kreisverkehr drin haben. Der kam ja erst später. Aufzug schon Bahnhof, Episode 7, die war ja auch noch relativ kurz mit 5,19. Was habe ich denn da gemacht? Ach, da wurde, glaube ich, nur, ja genau, da wurde das Modul hier vorne fertiggestellt. Wir haben hier die ganzen Fliesen gemacht und hier das Häuschen. Und damit hat eigentlich der Bogen seinen finalen Stand bekommen. Das war, ja, in diesem kurzen Video passiert. Episode 24 dann wieder sehr interessant, denn dort fing ein neues Thema an, und zwar der Fluss hier vorne. Ich habe ja hier das Brett hier vorne tiefer sitzen. Später haben wir hier oben ja die Brücke gebaut, aber erstmal musste der Fluss dran glauben sozusagen. Ich habe sehr viele Slopes gekauft, damals noch teilweise zu einem schlechten Preis, weil ich einfach noch, wie gesagt, noch nicht ganz so gar gut da drin war, zu wissen, was ein guter Preis ist und wo man am besten sparen kann. Ja, noch viele Kleinteile. Und so fing es dann an. Das ist ja die Unterkonstruktion für den Fluss sozusagen, weil hier werden ja dann diese
Trans Dark Blue Tiles draufgelegt, um einfach dann diesen Wassereffekt zu haben. Man sieht es, glaube ich, jetzt hier genau. Wo eben helle Steine drunter sind, wird es dann seichter und dann dunkler. Also es macht einen sehr schönen Effekt. Ist jetzt nicht meine Erfindung, machen viele, aber ist eine schöne Idee. Und da, genau, Höhentests natürlich, ob das auch hier hinpasst. Damit kriegen wir später nochmal Probleme, weil sich später mal zeigt, dass die Platten hier nicht ganz richtig sind und alles sich ein bisschen verzerrt hat. Das zeigt sich natürlich erst im Nachhinein irgendwann, bis man wieder alles halb auseinanderbauen muss. Und es zieht ja dann andere Probleme mit sich. Aber da wurde zum ersten Mal ein Stück Fluss gebaut und ich war wirklich froh, dass ich endlich ein neues Thema mit angefangen hatte. Ja, ich glaube, sehr viel mehr passiert jetzt hier gar nicht. Ja, da habe ich Aufkleber gekauft, genau. Ja, was hatten wir denn dann? Taxi, das ist jetzt nicht so interessant. Genau, Bahnhof Episode 8. Das war dann die 26. Brickworld Episode. Dort fing es dann an, dass wir das erste Mal einen anderen Teil der Stadt, Stadt sag ich schon, des Bahnhofs gebaut haben. Und zwar hier fing es jetzt an. Ich habe das erste Mal hier Baseplates ausgelegt. Und da ist der erste Mal der Entwurf für das eigentliche Fassadendesign. Das wird jetzt komplett durchgezogen. Das hat sich gar nicht mehr groß geändert. Ich habe das sehr, sehr lange am Lego Digital Designer geplant, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich das genau bauen möchte, was meine Pläne sind und so weiter. Aber es hat sich dann doch gezeigt, dass das eine ganz gute Lösung so ist. Was soll man sagen? Das ist das Design, das sich bis heute mehr oder weniger durchgezogen hat für den ganzen Bahnhof. Also jetzt ist es, man sieht jetzt hier auch schon die grobe Umrandung, wobei er später hier nochmal abgetrennt wurde, wir weiter hinten zurückgegangen sind. Das war eine Idee von einem von euch aus der Community, ich weiß leider nicht mehr welcher, als wir da hinten Probleme bekamen mit der Stadtmauer. Das zeigt sich auch irgendwann in dem Video noch. Aber hier sieht man mal wieder, wie leer der Bahnhof aussah. Und zwar war das Ende November, also wirklich nicht so lange her. Ich bin selber immer überrascht, wie schnell das sich das Ganze so entwickelt hat. Ich aber gleich mal weiter zu Episode 27. Das war die digitale Werbefläche. Das war so eine lustige Idee, die ich hatte. Und zwar habe ich diesen. Es ist eigentlich so ein kleiner digitaler Bilderrahmen, den habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Hat, glaube ich, nur 5 Euro gekostet. War eine lustige Geschichte, bis der endlich mal ankam. Aber er ist ganz praktisch, weil er hat erstens nichts gekostet, hat eine gute Größe. Weil die meisten digitalen Bilderrahmen, die man heute so bekommt, sind tatsächlich leider viel größer. Und hier passt der einfach perfekt rein. Also ihr seht, der passt hier rein, ein bisschen stützen. Dann kann man hier noch ein bisschen den einbauen, damit er auch hier hinten nicht rausfällt. Hier vorne passt der einfach super rein. Ist genau in der Konstruktion heute noch in der Stadt drin. Und ich glaube, ja genau, da ist der Testeinbau. Hier seht ihr ja dann die Erde, die daneben ist. Damit verdecken wir dann auch später den Balken hier. Und Beleuchtung natürlich gleich mit eingebaut. Und hier seht ihr, glaube ich, den ersten Testlauf direkt am Rechner. Wenn ich mal kurz zurückgehe, genau hier habe ich die eins der Plakate in Photoshop designt. Und man sieht es dann gleich hier direkt in dem jetzt kann man dann per USB-Kabel auf die Speicherkarte hier in diesem kleinen Display rüber kopieren und dann kann man hier sehr schön einfach, das sieht man jetzt alle Plakate und dann hat man noch so einen Slideshow-Modus und dann hat man hier wunderschöne digitale Werbung. Und ich werde was Ähnliches auch noch im Bahnhof einbauen, wahrscheinlich mit einem anderen System, weil ich natürlich das Problem habe, der ist relativ dick nach hinten. Das heißt, ich muss den immer irgendwo in Wände einbauen, wo ich dahinter Platz habe und das geht teilweise nicht so im Bahnhof, wie ich es an den Stellen haben möchte. Da werde ich mir noch was anderes überlegen. Ja. Dann ganz kurz, Episode 28 war so eine kleine lustige Idee. Spuk in der U-Bahn. Ich klicke gleich, wenn die Werbung weggehen kann, weiter. Und zwar war immer die Frage, was dieser kleine Gang da hinter dem zwischen Aufzug und Treppe haben soll. Das war die Idee, was das zu den Toiletten geht. Aber es war mir dann doch ein bisschen zu lang, weil ich hier sehe dahinter das Toilettenschild. Aber ich dachte, da kann man ja noch ein bisschen grünes Licht reinbringen und dann kann man noch was von Hidden Side reinbringen. Und zwar 2 kleine Geister und hier einen, der wegrennt. Ja, ist eine kleine lustige Geschichte, meiner Meinung nach. Gefällt mir heute immer noch. Und ja, das war die Ausgabe 28. Hat lustigerweise 18 Minuten Umfang, aber inhaltlich gar nicht so viel. Und dann kamen wir in Episode 29 wieder zum Aufzug
Und hier sieht man tatsächlich schon, dass ich den Kreisverkehr plane, der ja heute immer noch nicht fertig ist. Aber jetzt ist hier ein kleines Speedbild, und zwar habe ich da ja jetzt endlich mal angefangen, oben den Aufzug zu verkleiden, und zwar mit einer sozusagen Fake-Polizeiwache für die U-Bahn. Da auch das Schild. Zum ersten Mal wurde hier übrigens enthüllt, dass die Stadt hier Brickgate heißt. Ja, das wurde halt hier drauf gebaut. Einfach mal, um alles zu verkleiden. Ah, das Black Widow Set. Da kam der Film jetzt auch endlich in die Kinos und auch bei Disney Plus. Habt ihr den gesehen? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe ihn gestern gesehen. Gestern? Ne, vorgestern, Freitag auf Disney Plus. Ja, und da ist das Häuschen endlich fertig. Oben noch ohne Aufbau, der kam später noch dazu. Aber damit war dann endlich mal hier vorne alles bedeckt. Noch ein paar schöne Plakate, einfach um ein bisschen Leben in das Ganze zu bringen. Und was soll man sagen? So ging's voran. Bahnhof Episode 9. Das 1000 Abonnenten-Special kurz vor Weihnachten. Eine sehr, sehr wichtige Grenze für das ganze Projekt, denn mit 1000 Abonnenten ist es möglich, endlich auch den Kanal zu monetarisieren. Man muss sich dann nochmal bewerben. Das kann teilweise Wochen dauern. Ich hatte das Glück, dass lustigerweise genau zu Weihnachten am 24.12. mein Kanal monetarisiert wurde, und ab da konnte ich dann auch Geld mit dem Kanal verdienen, was ja auch relativ wichtig ist, um das Projekt voranzubringen, weil es doch sehr kostenintensiv ist mit der Zeit. Man merkt es auch an den Videos. In den ersten Videos sind deutlich kleinere Fortschritte zu sehen, weniger Steine, weil einfach ich damals ja noch alles persönlich mit meinem eigenen Geld finanzieren musste. Dann später kamen ja noch Sponsoren dazu und auch Geld eben aus der Werbung. Aber man kann sagen, dass das Geld aus der Monetarisierung immer noch nicht reicht, um das Projekt an sich überhaupt zu stützen, und auch vor allem nicht, um vielleicht zum Beispiel das hier Ganze mal sozusagen in Vollzeit zu machen. Was ich persönlich ganz schön finden würde, könnte man tatsächlich irgendwann auch mal vielleicht die Stadt auch Zuschauern vielleicht, also Besuchern, möglich machen, hier mal reinzuschauen. Nicht hier im Büro, auch nicht hier gegenüber, sondern im anderen Gebäude. Aber das wäre auch so noch eine schöne Idee irgendwann. Könnt ihr ja auch mal zu den Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt. Ja. Was habe ich denn da gebaut? Teilweise muss ich selber mal schauen, weil ich natürlich nicht alles... Ah ja, genau, wir haben hier den Bereich gebaut, wo es dann später mal nach unten gehen wird, in die U-Bahn. Die Löcher sind hier inzwischen auch gebohrt. Die Platte unten drunter ist, glaube ich, inzwischen auch da. Das heißt, wir könnten da eigentlich auch mal weiterbauen. Also je größer das ganze Projekt wurde, desto mehr Baustellen tun sich auf. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mich am Ende nähere, sondern einfach immer noch mehr Baustellen aufbaue. Aber es macht ja auch Spaß, muss man sagen. Aber da hat der Bahnhof tatsächlich einen riesen Fortschritt mal wieder gemacht. Das steht auch komplett so eigentlich heute noch. Nur der Baum, den habe ich nochmal neu gebaut. Und hier vorne wurde nochmal geändert, weil wir hier Kopfsteinpflaster reingezogen haben. Teilweise stehen die Figuren sogar noch genauso. Ich glaube zumindest der Polizist steht heute immer noch an der Stelle. Also der hat sich tapfer gehalten. Und dann schaue ich mal. Episode 31 ist der U-Bahn-Zug-Prototyp. Da habe ich mir dann tatsächlich mal eine Idee umgesetzt für einen U-Bahn-Zug. Der ist sogar fahrtüchtig, wie man, glaube ich, gleich sehen wird. Ich glaube, ich habe ihn gleich mal irgendwo fahren lassen. Genau, also er kann fahren, wenn man möchte. Er hat halt momentan keine Strecke, auf der er fahren kann unter der Platte. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern. Ich denke, dass der U-Bahn-Zug die erste Bahn ist, die irgendwie in dem Ganzen fahren können wird, weil sie eben die Möglichkeit hat, einfach blindmäßig eine Strecke unter der Platte zu kriegen, die man nicht sieht. Weil oberirdisch wird es ein bisschen schwierig, weil ich ja mehr Richtung Realismus gehe bei der ganzen Geschichte und da eben keinen Schienenverkehr haben möchte, der einfach irgendwie außenrum fährt, ohne großen Sinn. Man sieht ja schon an der Planung der Eisenbahnstrecke hinter dem Bahnhof bei der ersten Erweiterung, dass das Ganze ein bisschen was Größeres wird. Aber zumindest der U-Bahn-Zug, der fährt, haben wir schon mal. Episode 32, auch eins der beliebtesten Themen, und es wird einfach immer noch nicht fertig, weil ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Und dann schiebt sich das Ganze einfach vor mir her, so wie es auch das Thema war mit dem chinesischen Restaurant, das ich jetzt bei Episode 99 endlich mal richtig angefangen habe. Aber ich glaube, beim Kreisverkehr, Episode 1, haben wir hauptsächlich hier diese Straße gebaut. Hier nochmal nur einen Bogen Richtung Kreisverkehr.
Und das ist ja auch nochmal eine Geschichte gewesen. Das war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber wir haben tatsächlich auch mit dem Kreisverkehr angefangen. Ja, das ist noch das Beet von damals. Es steht auch noch ein bisschen demoliert auf der Platte. Wird aber doch nochmal Raumfeld rauskommen, weil die Konstruktion nicht zu dem passt, was ich inzwischen so anstrebe. Die passt optisch auch nicht zu den anderen Sachen. Das heißt, das kommt auf jeden Fall nochmal raus. Irgendwann demnächst. Ja. Und dann, genau, Episode 33 war auch eine sehr schöne Sache. Der erste Laden in der U-Bahn, denn ich weiß nicht, wie viele das noch wissen. In der oberen Etage der U-Bahn ist ja immer noch eine kleine Mall geplant, die sich dann rüber verbindet mit dem Bahnhof. Und da hat sich seit lange nichts mehr getan, wie ich merke. Also zu Weihnachten habe ich da also den ersten Laden reingebaut. Aber ja, der ist immer noch im Bau. So, ich musste hier mal ganz kurz einen Cut machen. Das Telefon hat geklingelt. Man sieht jetzt hier noch ein bisschen, wie ich dieses Modul angefangen habe. Es ist ja so ein kleiner Nerdladen im Prinzip. Also er heißt Dwarven Fortress, also Zwergenfestung, als Anlehnung an eben Elbenwald. Und ja, ich habe bis heute dort leider nicht weitergebaut. Ich habe in den ganzen unteren Etagen nicht weitergebaut, also in der Ebene. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich da seit fast einem halben Jahr nicht mehr weitergebaut habe. Ich war einfach immer irgendwo anders. Und Untergrund bauen ist immer so ein bisschen schwierig, weil man halt so wenig Platz hat. Man kann nicht direkt vor Ort bauen, man muss da dauernd hin und her schieben. Obwohl es eigentlich ganz cool ist. Ja. Dann schauen wir mal, was wir noch gemacht haben. Ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch in diesem Video. Ja, Episode 34, also auch ungefähr ein halbes Jahr her, habe ich das eine Haus vorne angefangen, neben dem Diner. Da sieht man, dass da noch gar nicht das Pariser Restaurant steht. Und das Haus sieht heute immer noch genauso aus, wie ich es in dieser Episode gebaut habe, weil ich einfach auch hier nicht hundertprozentig sicher bin, was ich daraus machen will. Und immer wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wie ich irgendwas machen möchte, lasse ich es erstmal. Und das zieht sich halt durch die ganze Monate hindurch und es ist langsam ein bisschen nervig. Aber wenigstens habe ich das Pariser Restaurant mal angefangen, hier vorne endlich. Jo. Schauen wir mal kurz hier in den Kreisverkehr, dann gab es nämlich doch noch ein Video zum Kreisverkehr, aber ich glaube, das war auch schon wieder das letzte erstmal. Genau, da wurde hier noch ein bisschen gearbeitet und besprochen, wie das Ganze weitergehen soll, aber so sieht der Kreisverkehr, glaube ich, heute immer noch aus. Das ist leider auch so eine Sache. Aber inzwischen habe ich eine Idee, dazu werde ich aber einen großen Teil des Bahnhofs, sage ich schon, des ganzen Moduls hier zurückbauen. Deshalb dauert es wahrscheinlich auch noch. Dann gucken wir noch kurz Episode 36, 37, 38. Das sind nämlich die ersten Videos von der Stadtmauer. Das ist ein sehr schönes, beliebtes Thema. Hier sieht man mal, wie das angefangen hat. Tatsächlich, dieser Teil wurde noch im Lego Digital Designer geplant, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war, wie ich das hinbekomme. Man sieht es hier gleich. Denn da oben drauf thront ja der Rundturm. Das ja hier ordentlich da reinzubauen, das ist eine sehr komplizierte Sache gewesen. Diesen Übergang zwischen dieser Rundung und dem Fels, und das habe ich tatsächlich, wie gesagt, noch im Lego Digital Designer gebaut. Der Weg hier daneben, der ist tatsächlich nicht mehr im Lego Digital Designer entstanden. Aber wir überspringen jetzt einfach mal ein paar Videos und gehen zum... Da waren jetzt 3 Stadtmauer-Videos hintereinander, weil ich, als ich das Thema angefangen habe, einfach toll fand. Es bei euch auch sehr beliebt war und schauen wir jetzt einfach mal rein, wie es hier aussah. Ja, ich glaube, da wurde ja das Stadttor. Wurde es da schon angefangen? Ich glaube nur der Weg dorthin. Genau, neue Platten. Ja, genau, hier sieht man es. 2 Module, das sieht man jetzt auch mal sehr schön, wie die Module trennbar sind. Man sieht jetzt hier die Kanten, aber wenn das Ganze dann zusammengeschoben wird, ich glaube, ich mache es jetzt hier auch gleich im Video. Denn da gibt es eine wunderschöne Einheit. Und man hat nicht das Gefühl, dass das wirklich verschiedene Platten sind. Also es ist ein guter Übergang, aber man kann es aber trotzdem sehr gut transportieren immer wieder. Es zieht sich ja inzwischen durch das ganze Projekt. Und hier sieht man, ich habe endlich mal halt den Bahnhof ein bisschen ausgelegt, aber es ist immer noch nichts zu sehen im Großen. Und das war am 16.01. Also vor einem halben Jahr stand vom Bahnhof eigentlich immer noch nicht wirklich viel. Also genau genommen steht ja heute immer noch nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, wie viel mal dort stehen soll. Aber ich bin gerade selber überrascht, dass in einem halben Jahr so viel passiert ist. Jedenfalls machen wir jetzt hier erstmal einen Cut mit diesem Video. Das war Episode 38. Das heißt, wir sind ja fast halb durch. Ja, dann schauen wir uns demnächst die nächsten Videos hier nochmal einen Rückblick an, falls ihr Interesse habt. Wie gesagt,
Ich habe den ganzen Rückblick jetzt einfach in extra Videos gepackt. Ursprünglich wollte ich so einen kurzen Rückblick im eigentlichen Update-Video machen, aber ich merkte dann, dass das eine Sache wird, wo ich sehr viel reden kann mit euch und vielleicht auch interessant ist, wenn wir so ein bisschen reinschauen, was ich mir so gedacht habe und wie sich das Ganze so entwickelt hat, also ein bisschen wie der Kommentar bei einem Film auf DVD. Und deshalb habe ich jetzt einfach alles rausgetrennt. Also wir sehen uns dann im nächsten Video, falls ihr hier Interesse habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video beim 100 Abonnenten, 100 Abonnenten Special, beim 100er Update. Bis dann. Tschüss.